Guten Morgen alle miteinander. Es ist 5, wie ich gesagt hatte. Ich weiß gar nicht, was ich hier gesagt hatte, aber auf Stories. Guck mal, verwirrend, wenn man auf so vielen Plattformen was postet. Auf jeden Fall ist es 5. Ich habe schon ein bisschen in der Küche aufgeräumt. Es muss ja wieder schön aussehen. Und jetzt gehe ich natürlich direkt nach den Druckern gucken, was die machen. Die müssen immer kontrolliert werden, weil der kontrolliert sich nicht selber. Und wenn der Scheiße baut, dann baut er die Scheiße so lange, bis ich ihn davon abhalte. Also gehen wir mal gucken. Ja, hier läuft alles einwandfrei. Hier muss ich zum Beispiel bei dem Modell muss die Füllung, das Gitter viel enger sein als bei einem anderen Modell, weil der hier sehr viel oben aufbaut auf dem Gitter. Aber das ist nur eine kleine Information am Rande. Seht ihr, das ist zum Beispiel das, was ich meinte. Die Düse ist anscheinend verstopft oder war kurz verstopft. Dadurch haben die neuen Layers keinen Kontakt mehr bekommen. Dann ist sie anscheinend wieder frei geworden, die Düse. Und jetzt, wie ihr seht, schon seit 3 cm baut er halt Scheiße in die Luft. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich das Modell komplett neu drucke oder ob ich versuche, da anzusetzen. Also ich kann das, was gedruckt wurde, kann ich wegschneiden und dann druckt er nur den Teil, der nicht gedruckt wurde. Aber dann muss ich natürlich auch viel mehr hier zusammenkleben und spachteln. Und bei so einem detaillierten Modell, glaube ich, tendiere ich eher dazu, dass ich einfach komplett neu drucke. Es sind zwar viele Stunden verloren, aber der Arm ist bis auf die Schulter von den großen Teilen her auch schon mal gedruckt. Deswegen ist es jetzt okay. Ich glaube, ich drucke es neu. Leider liegt es bei dem silbernen Filament. Ich hatte das jetzt noch, weil ich keins mehr hatte. Deswegen habe ich es genommen. Mittlerweile ist aber ein neues schwarzes angekommen. Das läuft viel besser durch die Düse. Das Silberne verstopft manchmal. Und seht ja selber, jetzt haben wir den Salat. Ja, ist immer super ärgerlich, wenn ein Teil, was halt jetzt schon, weiß nicht, 12 Stunden gedruckt hat, dann für den Arsch ist. Aber das passiert oft genug. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Bei dem silbernen Filament passiert das andauernd. Da sind wegen des Silbers irgendwelche kleinen Glitzerkörnchen anscheinend mit drin, also winzig klein. Aber die sorgen dafür, dass die zusammenpappen bei der Hitze und letztendlich die Düse verstopfen. Und in dem Fall war es halt anscheinend nur kurz verstopft, weil wir in diesem Gewusel da drin gesehen haben, lief es ja anscheinend die ganze Zeit weiter. Also kam was raus aus der Düse. Aber es brauchte nur 2 Lagen nichts rausgekommen sein und schon haben die 2 Sachen, die eigentlich zusammengeklebt sein sollten, sind nicht mehr zusammengeklebt. Und dann baut der nur noch in die Luft. Weil das da drunter schiebt sich ja hin und her. Manchmal passiert sogar, dass er das baut und es irgendwie entsteht, aber es einfach nur so drauf liegt. Aber meistens irgendwann rastet es dann aus, weil es irgendwie hin und her geschoben wird und dann hast du was ganz Komisches da. Soweit ist die Technik noch nicht, dass der Drucker einfach selber erkennt, hey, alles scheiße, ich hör mal auf. So, das Material muss ich natürlich noch wechseln. C klingt gut. So, erstmal aufheizen. So, das alte Material ist schon raus. Jetzt muss ich hier vorne auf den Knopf drücken, dass das neue wieder reinzieht. Ja, PLA. Da kommt es rein. So, ich kurz warten, bis es ein bisschen nach oben gezogen hat. So, da kommt es nach oben. So, ready, ready. Und dann kommt es hier jetzt angerast. Komm schon. Und jetzt müsste es hier rauskommen. Ah, da kommt's ja. Also go, go, go. So, Speed 250% mindestens. Und los geht's. Jetzt habe ich sogar vergessen, Kleber auf die Platte zu machen. Mache ich jetzt mal mit einer Hand. Ah. Hat er vorher schön vorgezeichnet, wo er es überhaupt hindrucken wird. Dann muss ich keinen Kleber verschwenden. Weil sonst schmiert man ja einfach immer die gesamte Platte ein. Oder da, wo man meint, wo das Modell ist. Aber wenn man kurz wartet und auf Pause stellt, hat er es schön eingezeichnet. So, dann wieder auf Resume. Dann macht er auch genau da weiter. Ja, jetzt nur noch 10 Stunden warten. Oder 12. Ja, und heute werde ich hier aufräumen.
Ich muss erstmal den Gitarrenbuddy zusammenbauen. Das sind die Teile alle vom Gitarrenbuddy. Das sind schon ein paar Teile vom Arm. Wie gesagt, das da ist jetzt leider Müll. Sehr schade. Naja, das ist der Arm. Die Hand habe ich ja schon fertig gedruckt, muss ich auch zusammenkleben. Ich klebe die Gitarrenteile zusammen. Und an dem ausfahrbaren Mechanismus für die Gitarre mache ich erst weiter, wenn ich den Gitarrenbuddy fertig habe. Deswegen werde ich heute hier aufräumen. Das werde ich alles schön machen. Und auch endlich mal den Tisch. Seit der Gamescom sieht es hier ganz schlimm aus. Die Kalendersachen werde ich auch mal wegräumen. Ach du Scheiße. Weil eigentlich ist es hier ganz nett. Eigentlich ist es ganz schön hier zu sein in meiner Werkstatt. Aber momentan nicht. Also werde ich das heute ändern. Ich bin ready fürs Gym. Oder Fitnessstudio, wie man auf Deutsch sagt. Es ist unerwartet kalt. Meine Haare sehen scheiße aus. Aber ist ja nicht schlimm. Ich gehe nur trainieren. Dann muss ich ja nicht gut aussehen. Ja, ich muss dann mal kratzen, ne? Wie man sieht. Zu kalt für Skateboard. Falls ihr euch fragt, warum ich im Auto fahre für die kurze Strecke. Aber es ist einfach zu kalt. Abgesehen davon ist es glatt und mein Skateboard hat keine Winterreifen. Es ist Januar. Jetzt ganz frisch, ne? Ist Januar. Und das bedeutet, das Fitnessstudio ist ab sofort wieder proppevoll. Im Gegensatz zum Dezember. Das liegt einfach daran, es ist immer das Gleiche, dass die Leute sich fürs nächste Jahr vornehmen, wieder viel und regelmäßig zu trainieren. Das hält dann ungefähr 1,5 Monate, danach ist wieder alles wie vorher. Und dann kommt nochmal ein Boom, so Mai vorm Sommer, wo die Leute dann wieder für den Sommer gut aussehen wollen. Das klingt so komisch, aber es ist halt wirklich ganz genauso und in jedem Studio das Gleiche. So, schon wieder fertig mit dem Training. Ich habe es letztens schon gesagt in einem Video. Es fühlt sich momentan echt nicht gut an. Es macht keinen Spaß. Ich will nicht jammern, das ist immer so. Wenn man eine Weile unregelmäßig trainiert hat oder gar nicht, dann kommt man immer schwer rein und dauert es immer 2 bis 3 Wochen, bis man wieder an einem Punkt ist, wo man denkt, jetzt bringt es auch was. Weil genau diese Zeit jetzt ist nur dafür da, um den Körper wieder dran zu gewöhnen. Und es ist so ein bisschen frustrierend, weil das Pumpen ist ja eigentlich dafür da, dass man irgendwie stärker wird oder besser oder schöner. Und dafür muss man aber erstmal ein gewisses Level erreicht haben, bevor der Körper dann da überhaupt weitermacht. Also wenn man trainiert, geht es ja erstmal, schwächt man den Körper, ja, dann geht es erstmal runter und dann erholt er sich wieder und geht dann über das Normal hinaus. Und wenn man gerade wieder anfängt und wieder reinhaut, dann wird es erstmal nur geschwächt. Und diese Phase hält jetzt ungefähr 2 bis 3 Wochen. Es fühlt sich auch nicht gut an. Man hat nicht so einen Pump. Man denkt einfach, das ist Zeitverschwendung, weil ich baller meinen Körper hier nur nach unten. Aber da muss man durch. Bei unserem Job wird das immer wieder passieren. Ich würde so gerne mal wieder 1 Jahr kontinuierlich durchtrainieren, weil wenn man das kann, hat man so gute Erfolge. Wenn da überhaupt keine Pause dabei ist, oder halt mal eine Woche oder so, das ist ja in Ordnung, aber nicht wieder Wochen. Naja. Ja, aber zusätzlich muss ich jetzt auch noch für den Cyberpunk-Film wieder mehr kämpfen. Also eigentlich nur Luftschläge würden reichen, weil das ist ja das, was Showkampf oft ausmacht. Da ist ja gar kein echter Kontakt oft da, sondern geht es nur darum, schnell zu kämpfen und zurückzuziehen, also die Arme zu schlagen und dass man wirklich gewohnt ist, dass die Arme diese Bewegung machen. Ja, da geht es gar nicht darum, hart zu treffen, sondern einfach, dass ich nicht dann am Drehtag das nicht gewohnt bin, meine Arme wieder so schnell und explosiv zu bewegen und am nächsten Tag habe ich den übelsten Muskelkater. Deswegen muss ich das auch noch trainieren. Das werde ich heute Abend machen. So, ich musste mich gerade noch mit den Druckern rumschlagen und den Druckdateien. Das ist ja immer so eine Sache, das hinzukriegen vernünftig. Jetzt habe ich nämlich einen Teil reingeschmissen. Ich habe irgendwie versucht, das besser einzustellen, aber das dauert auf den normalen Einstellungen 2 Tage und 15 Stunden zu drucken. Ein Teil von Johnny Silverhands Oberarm. Ne? Ist ja auf meinen Oberarm angepasst. Ist ja klar, dass das über 2 Tage dauert, das zu bauen, ne? Weil der ist ja so mächtig. Nee, es liegt einfach daran, wie das Teil aufgebaut ist und das Stützmaterial in das Ding reingebaut werden muss. Und Stützmaterial dauert immer länger, bla bla bla, schwer zu erklären. Naja, auf jeden Fall habe ich das jetzt fertig gemacht. Die Drucker sind wieder fleißig
Und jetzt rufe ich zum Beispiel mal unseren Pyrotechniker an, weil für den Filmdreh brauchen wir auch ein paar Special Effects. Wir brauchen nicht nur Videoeffekte, sondern auch Special Effects. Unter anderem sowas wie Crashglas, Crashflaschen, vielleicht ein paar kleinere Explosionen, ein paar Kugeleinschläge. Die werden wir auch im Computer machen, aber wenn man so ein paar praktische Effekte hat am Set, ist es immer ganz nice, weil du ja auch zum Beispiel, wenn du einen Treffer hast, da fliegen Funken, dann wird ja kurz alles heller und du hast halt die Schatten auch richtig von diesem Lichtstrahl, der da entsteht. Deswegen ist es ganz gut, das zu machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel kleine Mini-Pyrotechnik, Pyro-Effekte, so kleine Zünden, aber so spratzelt es einfach, die sind sogar noch kleiner, die sind nur so groß. Entweder das oder die Pellet Gun, die mal sehr praktisch ist. Das ist im Prinzip eine Paintball-Pistole oder Gewehr und dann sind da aber Kugeln drin mit kleinen Glaskügelchen. Ist ja nicht ganz ungefährlich, aber da kann man einfach auf irgendwas schießen, auf eine Wand und dann entstehen diese Funken da. Ja, und eine Wand hält das auch locker aus. Ich würde jetzt nicht unbedingt damit jemanden, also nicht unbedingt, sondern gar nicht ins Gesicht schießen. Ich habe die Dinge auch schon mal ordentlich abgekriegt bei Alarm für Cobra 11, aber nicht im Gesicht, sondern wir hatten uns hinter einem Auto versteckt, wir gingen in Deckung für den Dreh und dann sind die ganzen Pellet-Gun-Kugeln ins Auto eingeschlagen und ein paar sind unten drunter durch, unter das Auto durch und haben uns getroffen die ganze Zeit. Das tut schon ganz schön weh, aber es ist nicht so, dass man davon schreien müsste oder so, aber auf jeden Fall macht es keinen Spaß. Deswegen ist das nichts fürs Gesicht, aber ich sag mal so, das ergibt ja eh keinen Sinn, solange man kein Terminator ist, würden ja im Gesicht eh keine Funken fliegen, wenn man da getroffen werden würde von einer Knarre. Von daher ist das kein Problem. Ja, ich rufe unseren Pyrotechniker jetzt mal an. Alles abgeklärt mit dem Pyro Sven. Ich habe auch noch mit Niki gerade hin und her geschrieben. Niki ist ja unsere, obwohl sie den Ausdruck natürlich nicht mag, Schneiderin in dem Fall. Aber sie ist Modedesignerin, hat ja auch ihre eigene Firma und macht Kostüme und so. Aber natürlich, jetzt schneidert sie die Weste zusammen von Johnny Silverhand. Bei dem Projekt helfen wirklich sehr viele Leute für umsonst quasi. Ne? Bis auf Materialien und so ein Kram, das wird natürlich bezahlt. Aber das ist ganz toll, dass mal wieder sehr viele Leute einfach dabei sind, weil sie Bock drauf haben. Genau wie Darth Maul Apprentice damals. Und das war ja auch eine sehr coole Sache, dass wir bei so langen Zeitraum mit so vielen Leuten zusammengearbeitet haben, die Bock drauf haben und halt sehr schön leidenschaftlich dabei sind. Eigentlich schon wieder viel zu spät. 6 Uhr haben wir jetzt. Aber ich musste einige Sachen zusammenbauen. Unter anderem halt die Johnny Silverhand Hand. Ich gucke übrigens immer, was heißt immer, aber sehr oft hier King of Queens. Ich habe es früher, als es noch aktuell im Fernsehen lief, immer sehr oft geguckt. Aber auf Deutsch. Und jetzt wollte ich es mal auf Englisch sehen. Ist auf jeden Fall natürlich viel besser. Aber die Stimmen und so haben es eigentlich ganz gut gemacht. Aber natürlich der Humor ist ein ganz anderer, wenn man es original auf Englisch guckt. Von daher, King of Queens. Eschweiler, 20 vor 10. Die Frisur sitzt nicht. So, ich bin durch für heute. Ich wollte eigentlich die ganze Gitarre heute zusammenkleben, aber das ist nicht so schlimm, das ist ja easy going. Das ist ja nur ein Teil davon. Den Rest mache ich morgen. Ne, wie bei Zane ist ein Handschuh natürlich eine Herausforderung, aber ich habe ja zum Glück das damals schon ausprobieren können und jetzt weiß ich, wo die Schwächen eines zu gießenden Silikon-Handschuhs sind und ich denke mal, das wird schon klappen. So, jetzt muss ich das hier wieder davon losschneiden und das ist ja nie besonders einfach. Obwohl, ich habe ja mit Reft gedruckt. Guck mal, wie leicht das jetzt geht, wenn man mit Reft druckt. Der Nachteil ist, es entstehen kleine Unebenheiten hier an der untersten Kante mit Reft. Wenn ich es normalerweise direkt auf die Platte drucke,
sind diese Kanten hier super scharf und passen super aufeinander. Aber der Drucker baut immer Scheiße, verzieht immer eine Seite. Und wenn ich hier diese Raft-Platte unten drunter baue, das ist also erst eine 1 mm dicke, winzig kleine Gitterplatte, also es sind keine Luftlöcher, die hier durchgehen, dann macht er das nicht. Oh, das reicht schon. Ja. Und das jetzt hier ist die Platte. Aber ihr seht selber, dass das nicht so geil glatt ist und schön.